Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, also ich werde so eine Art, ich sag jetzt mal für die Schmiede, so eine Art Messerrohling der Lüt bauen. Da ich ja momentan noch im Umzugsstress bzw. richtig jetzt am Montag erst anfängt, wird es jetzt erstmal wahrscheinlich nur so kleinere Projekte geben. Also wie gesagt, ich hatte das ja schon erwähnt, seht das mir ein bisschen nach. Es ist wirklich wesentlich aufwendiger mit dem Umzug, wie ich angenommen hatte. Aber ich gucke trotzdem, dass ich immer wenigstens so am Wochenende ein kleines Video raushaue. So, dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Vielleicht kann man daraus auch was anderes bauen, aber wie gesagt, mal gucken. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen es. Und zwar, ich hatte ja hier von den Drähten immer noch ein paar und da war jetzt ein Rot dabei. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, da einzubauen. Aber das war jetzt so ein USB-Streifen mit so, immer so überall drunter, 50 cm. Aber dann hatte ich vorhin ausprobiert, das klappt irgendwie nicht. Das scheint mit dem Batteriefach nicht. Also musste ich ein bisschen umschwenken und werde jetzt hier auf den Draht einfach gehen. Dann hatte ich mir erst überlegt, ob ich einen Kernstab mit reinmache. So ein 3 mm. Aber da habe ich jetzt erstmal von abgesehen. Ich werde von dem Teil jetzt, das ist ja auch erstmal nur so zum Testen, ob das überhaupt gut funktioniert. Habe ich jetzt 3 mm Matte und hier eine 10er. Und die 10er werde ich mit dem Lötkolben hier so ein bisschen für den Draht, den werde ich dann mit Heißkleber einkleben. Dann kommt da die Dreiermatte drüber und dann werde ich das noch ein bisschen nachher mit Flexipaint dann machen. Aber ich glaube, da werde ich wirklich 2 Videos wieder draus. Wie gesagt, ich habe momentan leider nicht so viel Zeit. Und dann mit Flexipaint und dann mit transparenter, nicht transparenter, mit Glasmalphase in das Flexipaint transparent. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren, mal gucken, ob das funktioniert. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Nehmen wir erstmal einen Kugelschreiber. Das Ganze, das soll ja auch bis in die Spitze reingehen. Ich bin echt mal gespannt, Leute, ob das funktioniert. Einkleben werde ich dann den Draht mit dann Heißkleber, damit das dann quasi, das ist ja transparent, das müsste ja dann auch durch den Draht trotzdem noch leuchten. Da bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Und wenn das im Kleinen funktioniert, habe ich da auch schon eine Idee für ein was Größeres. Aber da muss ich dann erstmal gucken, wie gesagt, ich habe so viel in Planung an Videos, aber momentan fehlt mir leider wirklich die Zeit für die größeren Sachen. Das hier ist wirklich so ein improvisiertes Video. So, das erste Stück, dann werden wir jetzt hier einfach mal einkleben. In der Hoffnung, dass das dann auch hält. Einfach mal ein bisschen fest, aber ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, aber ein bisschen antrocknen oder abkühlen, glaube ich, sollte man doch lassen. Das schiebt sich ein bisschen mit, das Teil. Obwohl ich hätte besser vielleicht auf der anderen Seite anfangen sollen, weil das nämlich, wenn das jetzt so lang wird, hat sich irgendwie wieder ein bisschen hier rüber gezogen. Das sollte eigentlich nicht. Naja, gut. Aber wie gesagt, das ist ja auch erstmal nur so ein erster Test. Erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das dann stark genug ist, dass das dann noch durchleuchtet.
ist natürlich jetzt ein bisschen Mist, weil das noch so lang ist. Aber da wird sich dann bestimmt auch eine Lösung für finden. So. Davon müssen wir jetzt noch ein Teil machen. Lötkolben tun wir mal ausstecken. Das ist jetzt so halbwegs abgekühlt. Ich habe mal noch ein zweites Teil schnell gemacht. So, jetzt testen wir erstmal, ob das überhaupt noch funktioniert. Für den ganzen Heißkleber habe ich so ein bisschen Angst, dass das vielleicht doch nicht ganz mehr so klappt. Nö, klappt noch. Bin begeistert. So, wie gesagt, hierfür, für das Stück muss ich mir noch, also wenn ihr sowas macht, am besten fangt da hinten an, weil nach vorne, da könnt ihr abschnibbeln, so viel ihr wollt, das funktioniert dann immer noch. So habe ich jetzt auf beiden Seiten hier so eine Hitze. Ja gut, hier hätte ich noch mal, hier habe ich nur 3, da habe ich 4. Naja, das hätte aber auch nicht mehr so ganz hingehauen, na ist egal. Wie gesagt, ist ja nur ein Test, mal zum gucken, ob das funktioniert. Ich gehe zwar von aus, dass das funktionieren wird. So, kleben hier einfach mal so ein Stück dran. Könnte natürlich auch Pattex nehmen, aber ich muss ehrlich sagen, da der Heißkleber transparent ist, denke ich mal, dass das vielleicht bei der Sache jetzt besser ist, weil das dann eventuell besser durchscheint. Aber das ist jetzt nur so, weiß ich nicht. Vielleicht klappt es auch mit Pattex genauso gut. Wie gesagt, ist jetzt nur so zum Testen. Aber bisher muss ich sagen, würde ich sagen, das könnte funktionieren. Bin mal gespannt, wie das dann im Dunkeln aussieht. Gut, kann man nachher natürlich, sieht das noch was anders aus, wenn da die Farbe drauf ist. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, mit dem Kabel muss ich uns überlegen, was ich da mache. Das ist ja schon noch ein gutes Stück, was wir hier so haben. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. So, ich würde auch sagen, wir nehmen hier einfach noch so ein Drahtteil, wo die mit zusammen waren. Dann machen wir das Ganze erstmal wieder so ein bisschen zusammen. Vielleicht kann man das Stück Draht ja hier auch noch irgendwie verkleiden. Wie ihr sagt, das Beste ist es natürlich, wenn man das, ihr fangt am besten an, irgendwie, dass ihr das hier von hier anfangt einzukleben und das dann einer Runde so weit wie ihr das wollt und dann anschließend, wenn zu viel ist, das Stück dann vorne quasi abpitcht. Das ist wahrscheinlich, wäre das Sinnvollste gewesen. Oder wie ihr sagt, ab und zu habe ich dann auch schon mal Denkfehler bei so Sachen. Deshalb baue ich die Sachen ja. Damit ihr dann quasi nicht so viel grübeln müsst, ob das dann so funktioniert oder nicht. So. Also bisher klappt das eigentlich alles gut. Viel falsch machen kann man da ja nicht. Ich habe auch schon so eine Idee, wie ich das Batteriefach dann unterbringen werde. Das kommt dann nicht mit in den Rohling dran oder rein. Aber das werde ich euch, denke ich mal, dann im zweiten Teil zeigen, was ich da mir so überlegt habe. Bis dahin ist mir vielleicht auch noch was eingefallen hier für den Draht. Obwohl, da ist mir jetzt schon was eingefallen. Aber das kann ich erst machen, wenn ich das Ding fertig gepinselt habe. Da kann man den vielleicht hier noch so drauf. Dann werde ich hier irgendwie noch so Leder drum wickeln.
quasi, ne, dass das alles so ein bisschen abgetarnt ist. Dass dann quasi hier nur noch so der Stecker so ein bisschen rausguckt. Aber mal gucken. Ich sag ja, für Batterie, mir fällt das schon mal an. So. Das Ganze haben wir jetzt soweit verklebt. So. Machen wir mal die Batterie an. Bin jetzt echt mal gespannt, wie das hier durchleuchtet. Ja. Wenn das noch so durchleuchtet, das gucken wir uns jetzt mal, glaube ich, im Dunkeln an, wie das da aussieht. Ja, das ist schon wieder die Klappe von meiner Steckdose runtergegangen. Ja, so, machen wir mal das Licht aus. Hier das Ding machen wir mal an. Und dann gucken wir uns mal an, wie das so schon mal ohne Farbe aussieht. Ja, man sieht das schon. Ja. Das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus, oder? Machen wir mal mit Flackern dran. Ja, wo haben wir den Lichtschalter hier? Da. Naja gut, das ist natürlich, das sieht ein bisschen kacke aus. Das auch. Aber wenn man das so in einem durch hat. Gut, ich hätte zur Spitze hätte ich ein bisschen mehr machen sollen. Hier sieht es natürlich noch was besser aus. Wie gesagt, dann kommt da noch die Farbe drauf. Aber so im Großen und Ganzen sieht das doch schon mal ganz passabel aus. Ne? Ich werde das dann, naja gut, ich mache erstmal das Licht an. Hier, da. Ja, dann würde ich sagen, das Ganze werde ich dann noch so ein bisschen schleifen, dass das noch ein bisschen an den Rändern noch was hübscher aussieht. Aber wie gesagt, ich werde jetzt dann nur so quasi, wird das so eine Art Messerrohling, den du quasi, ich sag jetzt mal, so in der Esse reinsteckst. Ne? Soweit die Idee. Dann gibt es heute mal, wie gesagt, nur ein kurzes Video. Ich hoffe mal, die Idee, die gefällt euch. Vielleicht inspiriert es euch ja auch zu irgendwas zu bauen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so ein Prototypen, den will ich jetzt mal testen, quasi für, wie gesagt, so für eine Esse, dass man quasi in den Rohling da reinsteckt, so für ein Messer oder Schwert. Gut, das ist jetzt bestenfalls erstmal so Messerklinge, dass das dann ein bisschen leuchtet, weil man kann ja nicht überall immer mit einer echten Esse, vor allen Dingen wenn es so warm und trocken ist, weil Waldbrand und generell Brandgefahr. Da habe ich mir dann überlegt, da ich ja, Dragomir ist ja dann auch ein Schmied, und da wollte ich mir sowas eigentlich schon immer mal bauen und als kleines Zwischenprojekt. Ich wollte ja eigentlich, sollte jetzt ein Video zu dem Spreizer kommen. Auch so ein Komier Speer für Dark Genesis. Muss ich gucken. Wird wahrscheinlich dann erst im September kommen, aber das kriege ich auch noch hin. Wie gesagt, der August ist ein bisschen zeitlich, ein bisschen mit dem Umzug von meiner Mutter eingespannt. Aber so kleinere Videos, ich lasse mir immer was für euch einfallen, da da mal wieder was zu gucken habt. Wie gesagt, ich hoffe, das Thema gefällt euch, inspiriert euch selber irgendwas in der Richtung vielleicht zu machen. Dazu passend habe ich dann, wenn das Teil fertig ist, habe ich auch noch eine Idee. Da werde ich noch passend dazu eine Esse bauen. Aber wie gesagt, ich muss gucken. Ich habe auch noch so viele andere Projekte. Ich muss noch mal, einer hat mich gefragt, ob ich einen Speer baue, der andere hat gefragt, ob ich irgendein Schwert baue. Also speziellere Sachen halt. Aber wie gesagt, ich muss gucken, wie ich es schaffe. Ab September hoffe ich mal, dass ich wieder mehr Zeit dann für die Videos habe und dann kommen auch wieder aufwendigere Projekte. Aber so kleinere Sachen sind vielleicht auch mal ganz interessant. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt mir treu. Denkt dran, Abo nicht vergessen, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal, dass ich noch mehr Videos machen kann. Vielleicht irgendwann mal auch so richtig geile große Sachen, wenn ich da mal ein bisschen mehr Platz habe wie hier im Keller. Dann schönen Sonntag. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil von dem Messerrohling mit Beleuchtung. Wir sehen uns.